Moin, moin und herzlich willkommen bei Century. Schön, dass du hier bist. Ja, heute wird es sehr fruchtig, man könnte schon fast sagen lecker. Also bleibt auf jeden Fall dran, denn heute stelle ich euch 3 ganz wundervolle, fruchtige Nischenparfums vor. 2 sehr bekannte, sehr beliebte fruchtige Parfums. Und das dritte im Bunde ist vielleicht weniger bekannt, aber fast schon so ein Geheimtipp, denn es ist sehr speziell und ganz wundervoll. Wir starten aber eben mit einem der sehr bekannten Parfums, nämlich mit Xerjoffs Accento. Wir starten wie immer mit der Flakon-Präsentation. Ja, schaut euch diesen tollen Flakon an. Ich denke, so dieser Samtbezug ist mittlerweile bekannt. Ich mag das, mir gefällt das. Tolle Haptik, optisch ansprechend. Hier unten haben wir die Batch-Informationen. Ich zoome mal so ein bisschen oder halte es mal näher an die Kamera. Ja, ich denke, man erkennt es. Ja, es ist die typische Xerjoff-Qualität. Der Deckel ist sehr schwer und massiv. Der Zerstäuber ist auch sehr gut. Hier haben wir dann auch nochmal das X für Xerjoff eingraviert. Also, wie gesagt, typisch Xerjoff. Also eine ganz gute und vor allem eine ganz hohe Qualität. Alles wirklich ganz wundervoll verarbeitet. So, Accento ist tatsächlich ein Release aus dem Jahre 2011. Also gibt schon wirklich so einige Jahre auf dem Markt. Ist aber bis heute eben noch meiner Meinung nach einer der beliebtesten Fruchtparfums aus dem Nischenbereich. Es ist die 100 ml Variante. Also ihr seht hier eben den großen Flakon. Ich kann schon mal die Konditionen sagen. Liegen, je nachdem, wo man kauft, ob es ein Angebot gibt, einen Gutscheincode, wie auch immer, so zwischen 225 bis 260 Euro, würde ich sagen. Also da haltet einfach mal die Augen offen. Dann kann man da mehr oder weniger auch mal einen Schnapper machen. Ja, wie riecht Accento? Man könnte es abkürzen und sagen, es ist eine sehr leckere, fruchtige, pudrige Ananas. Denn für mich sind hier ganz klar die Main Player Ananas und eben eine pudrige Iris. Wir haben zwar in der Kopfnote auch noch zu dieser schönen Ananasnote so eine gewisse Zitrik, die mitschwingt. Die ist aber tatsächlich eher so im Hintergrund und eben ganz klar der Mainplayer, die Ananas. Und dann kriegen wir aber im Prinzip auch schon in der Kopfnote, aber vor allem auch den ganzen Duftverlauf über so eine richtig schöne, pudrige Iris. Ich finde die Iris nicht zu schwülstig, nicht zu stickig, sondern ist meiner Meinung nach perfekt eben auf die fruchtigen Duftnoten abgestimmt. Also da passt wirklich alles. Und im Drydown kriegen wir auch noch Moschus, Vanille und ein bisschen Amber mit dazu. Und der Drydown ist auch ganz wundervoll. Also es rundet dieses tolle, fruchtige Parfum ab. Also zusammengefasst, logischerweise fruchtig, aber eben auch richtig schön pudrig, angenehm pudrig. Also ganz wundervoll. Ja, jetzt kommen wir mal zur Haltbarkeit und zu der Sillage. Da hört man so viele verschiedene Meinungen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich bei dem Accento-Thema jetzt nicht so involviert bin, also von wegen Batch-Unterschiede und so weiter und so fort. Ich habe das Glück, das ist jetzt mein zweiter Flakon, dass ich immer Flakons oder Batches bekommen habe, die sehr gut performen. Ich habe hier mindestens eine Haltbarkeit von 10 bis 11 Stunden, tendenziell sogar noch ein bisschen länger. Die Sillage ist tatsächlich aber nicht so stark, wie es im Internet bewertet wird. Also ich glaube so, der aktuelle Stand ist da so bei der Sillage tatsächlich sogar so 8,8 oder 8,9. Also das geht ja fast gar nicht mehr wirklich besser. Das empfinde ich jetzt nicht so. Es hat schon eine relativ starke Sillage, aber das ist für mich kein Raumfüller. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn man da 2, 3 Sprüher drauf hat, dass der ganze Raum irgendwie danach riecht. Schon relativ intensiv. Man nimmt es angenehm wahr und auch eben den ganzen Duftverlauf über wahr. Aber es ist für mich jetzt nicht so mega intensiv. Aber ist jetzt auch keine Kritik. Sehr gute Haltbarkeit und auch wirklich eine gute Sillage. Also wirklich top. So, dann kommen wir zu dem zweiten, sehr bekannten, sehr beliebten fruchtigen Parfum, nämlich Kirke der Marke Tiziana Terenzi. Ich zeige euch auch hier mal kurz den Flakon. Auch eine recht hohe Qualität. Der Flakon ist relativ massiv. Es ist eine Art Kunststoffdeckel, ist aber mehr oder weniger massiv, da kann man nichts sagen.
Es gibt ja den ein oder die ein oder andere Reihe von Tiziana Terenzi, da hat man dann wirklich, also so wie zum Beispiel bei Rosso Pompeii, so einen richtig schön massiven Metalldeckel. Das ist jetzt bei Kirke nicht der Fall, aber dennoch passt das so zum Design. Und hier der Sprühkopf beziehungsweise der obere Bereich sieht natürlich große Klasse aus. Zerstäuber auch wirklich gut. Hier unten haben wir die Batch-Information. Also da kann man absolut nichts sagen. Eine sehr gute Qualität und auch alles perfekt verarbeitet. So, ja, Kirke. Wie riecht Kirke? Logischerweise auch fruchtig. Ist ein Release aus dem Jahre 2015. Ja, auch nochmal vorab die Kondition. 100 ml sind das hier, kosten so im Schnitt, ja, 110 bis 120 Euro. Auch da schaut man nach Angeboten. Man kriegt Kirke tatsächlich teilweise schon sehr günstig. Wie riecht es? Auch hier logischerweise fruchtig. Für mich ist hier der Main Player die Birne. Wir haben zwar hier noch Pfirsich, Himbeere, Johannisbeere und so weiter und so fort, aber für mich ist das ein birnenlastiges Parfum und die anderen Fruchtnoten schwingen so im Hintergrund mit. Es riecht super lecker. Es ist so wie so ein, ja, Obstsalat, wo eben mehr Birne als anderes Obst enthalten ist. Also ganz wundervoll fruchtig. Im Drydown auch hier so Moschus, Vanille, Sandelholz, was das Parfum auch so ein bisschen weich und ja, teilweise auch so leicht pudrig macht und es ist wirklich ganz wundervoll. Kirke wird ganz oft mit Erba Pura verglichen. Das stimmt schon. Ich finde auch, dass die beiden Parfums sich sehr ähneln und ich habe Erba Pura nicht mehr, denn mir gefällt Kirke tatsächlich etwas besser. Erba Pura ist für mich so ein ja, richtiger Obstsalat, wo man gar nicht so richtig herausriechen kann, was alles in dem Obstsalat enthalten ist. Und das finde ich bei Kirke tatsächlich so ein bisschen besser, weil man hier eben so die einzelnen Duftnoten so ein bisschen besser herausriecht, aber eben vor allem eben die Birne. Deswegen mag ich Kirke persönlich besser. Und man darf auch nicht vergessen, Erba Pura kostet so in den 100 ml, glaube ich, um die 220, 230 Euro. Also im Prinzip ist Erba Pura doppelt so teuer wie Kirke. Und dadurch, dass die beiden Parfums relativ gleich riechen, würde ich tatsächlich immer zu Kirke tendieren, außer man möchte natürlich den wundervollen Flakon von Erba Pura haben und ja, und möchte dann eben, ja, eben Erba Pura haben, was ein bisschen anders riecht als Kirke. Aber für mich sind die beiden relativ gleich auf. Und ja, und wie gesagt, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist für mich bei Kirke einfach besser. Ich habe jetzt auch da ganz oft gelesen, dass es da Unterschiede bei der Haltbarkeit und bei der Sillage gibt. Auch das ist mein zweiter Flakon von Kirke, habe das Glück, dass beide Flakons bisher unfassbar gut performt haben. Also Kirke hält an mir 12 bis 13 Stunden ohne Probleme. Die Sillage ist wirklich stark. Tatsächlich für mich auch stärker als bei Xerjoff Accento. Ja, aber wie gesagt, ich habe auch jetzt vor kurzem erst wieder gelesen, dass einige so Performance-Probleme mit Kirke haben. Ich weiß nicht, ob Kirke reformuliert wurde, ob da irgendwas verändert wurde. Das weiß ich nicht. Ich kann hier mal schauen, ob da, ja, ich blende euch mal hier den Badge ein. Ich denke, man erkennt es hier einigermaßen. Dann könnt ihr euch, falls ihr mit dem Gedanken spielt, euch Kirke zu kaufen, vielleicht mal so nach dem Badge informieren, weil der ist tatsächlich, wie gesagt, sehr gut. Performance, also locker 12 bis 13 Stunden, Sillage sehr stark. So, dann kommen wir zu einem sehr speziellen und vor allem wundervollen Nischenparfum, nämlich zu Tiger, der Nischenmarke Francesca Bianchi. Ja, das Label heißt so und die Parfümeurin ist eben auch die Inhaberin Francesca Bianchi. Ist eine ganz wundervolle Frau, macht ganz wundervolle spezielle Parfums. Also falls ihr die Marke noch nicht kennt, ja, dann belest euch da mal, schaut mal ein bisschen in den Foren oder bei YouTube nach Francesca Bianchi, nach den Parfums. Also wirklich eine ganz, ganz klare Empfehlung. Ich bin großer Fan. Ich habe auch schon mal Etruscan Water von Francesca Bianchi vorgestellt. Das blende ich euch gerne ein. Und da werden auch noch weitere Parfums folgen. So, also ganz kurzer Flakon. Ist ein kleiner Flakon, 30 ml, ist ein Extrait de Parfum.
Nichts Besonderes, das muss man so sagen, aber dennoch, ich mag diese kleinen Flakons, vor allem wenn man mehrere dieser Marke hat. Ähm, Spricht mich persönlich an, auch wenn man sagen muss, dass der Deckel hier aus weichen Kunststoff ist und wirklich nicht so gut ist. Der Zerstäuber ist wiederum aber sehr gut. Und ich kann auch gleich mal sagen, dass diese 30 ml nur in Anführungsstrichen so um die 105 Euro kosten. Auf einen Milliliterpreis gerechnet ist das natürlich nicht wenig. Aber dadurch, dass die Parfums oder das Parfum nur in Anführungsstrichen 105 Euro kostet, ja, könnte man sich halt bevor man sich vielleicht ein Nischenparfum für 200 oder 300 Euro kauft, eben das ein oder andere, zum Beispiel dieser Marke, kaufen. Deswegen finde ich manchmal so das Prinzip von 30 ml Flakons, auch wenn die vielleicht dann unterm Strich ein bisschen teurer sind, auf einen Milliliter Preis gerechnet, gar nicht so verkehrt. So, Tiger, beschreibe ich euch gerne mal, ist ein Release aus dem Jahre 2020. Ich beschreibe es mal heute etwas anders. Also, stellt euch eine neue Lederjacke vor, die dann logischerweise noch intensiv nach Leder riecht. Und dann geht ihr mit dieser neu gekauften Lederjacke in ein Café und frühstückt dort. Und dort bekommt ihr serviert eine selbstgemachte Pfirsichmarmelade und Honig. Und so riecht das Parfum tatsächlich. Es riecht nach Leder und on top gibt es Pfirsichmarmelade und darauf gibt es nochmal den einen oder anderen Klecks Honig. Super süß, fruchtig, ledrig, qualitativ hochwertig durch eine und auch weich durch eine schöne Sandelholznote. Also das ist ein richtig, richtig tolles, spezielles Parfum. Bei den anderen beiden, Kirke und Accento, haben wir ja nicht unbedingt so ein Lederpart. Das sind halt so pudrige, Iris, Moschus, fruchtige Parfums. Und das ist hier eben bei Tiger etwas anders. Wie gesagt, hier einer der Main Players, ganz klar Leder. Aber auch nicht so ein raues Leder, sondern eher so eine weiche Ledernote. Und wie gesagt, da drauf gibt's eben ordentlichen Klecks, Pfirsich, Marmelade und Honig. Für mich ein ganz wundervolles Parfum. Wie ich schon sagte, ein Extreme Parfum. Performance ist an mir ultra stark. Also locker 12 bis 13 Stunden. Und was man generell oder was ich generell bei Francesca Bianchis Parfums habe, ist eine unfassbar intensive Sillage. Also ich nehme, egal welches Parfum ich von ihr benutze, das Parfum selbst den ganzen Duftverlauf über wahr. Man kennt das ja eben selbst teilweise auch bei Sillage starken Parfums, dass man die eben nach der einen oder anderen Stunde gar nicht mehr so selbst wahrnimmt. Und das ist bei Francesca Bianchi bei mir nicht der Fall. Ich rieche jedes Parfum, was sie kreiert hat, durchgängig wahr. Selbst nach 10, 12, 13 Stunden habe ich noch oder nehme ich noch eine sehr intensive, starke Sillage wahr. Und das ist, finde ich, mega. Also gibt ja eigentlich nichts Schöneres, wenn man ja, sein eigenes Parfum riecht und vor allem noch so intensiv wahrnimmt. Und deswegen ganz tolle Marke, sehr hohe Qualität, extreme Parfumkonzentration. So, dann zeige ich euch die ganzen 3 Parfums auch nochmal so ein bisschen zusammengestellt. Also Accento, eine klare Empfehlung. Hier haben wir zur linken Kirke und hier haben wir Tiger von Francesca Bianchi. Ihr könnt ja gerne mal kommentieren, wie ihr die Parfums findet. Es gibt sicherlich das ein oder andere fruchtige Parfum noch, aber ich finde, das sind so aus dem Nischenbereich so die Parfums, ja, die nicht nur lecker fruchtig riechen, sondern auch sehr gut performen und das heißt, wenn ihr so mal in die Richtung von fruchtigen Parfums gehen wollt, dann schaut euch mal eines dieser Parfums an. Also, das soll es gewesen sein. Danke, dass du hier warst. Dann bis demnächst. Bleibt gesund.